Ja, dann herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr auf das Interview für Bosch Cyber Compare heute mit Thorsten Wiedmer von Bosch und würden gern einfach in den offenen Austausch kommen, wo es insbesondere darum geht, was heutige Herausforderungen sind, was Problemstellungen sind, was Entwicklungen sind, gerade auch im Bereich OT, IoT, das heißt für die industrielle Cybersecurity. Und vielleicht, um das Gespräch zu starten, gern auch, Herr Wiedmer, vielleicht wollen Sie kurz Ihre Rolle beschreiben, wo Sie gerade tätig sind im Bosch-Konzern. Ja, gern. Mein Name ist Thorsten Wittmer. Ich bin im Headquarter verantwortlich für die Digitalisierung der Werke bei uns auf der einen Seite und dem Engineering-Bereich auf der anderen Seite. Das heißt, die weltweite Vernetzung, aber natürlich auch die Absicherung der Werke und der Entwicklungsabteilung. Vielleicht starten wir dann einfach mit Herausforderungen, die gerade im Markt und im Feld passieren. Vielleicht, Herr Wiedmer, gerade aus Ihrer Sicht von Bosch sozusagen, was auf der Bosch-Seite, aber auch vielleicht bei Lieferanten von Bosch sozusagen gerade irgendwie die größten Schwachstellen, Problemstellungen sind. Die größten Problemstellungen, die wir aktuell sehen, sind sehr einfach zusammengefasst, nicht die IT-Lösungen an sich, sondern für uns sehr stark das Thema der Skalierungsfähigkeit von IT-Lösungen. Wir haben bei Bosch mehr als 250 Werke. Wir haben sehr viele Entwicklungsstandorte mit 70.000 Entwicklern. Die weltweit abzusichern und auf ein einheitliches Level zu bringen, ist eine große Herausforderung. Und dementsprechend bedeutet das, wir müssen unsere Systeme so auslegen, dass sie auf der einen Seite weltweit diese Absicherung herbeiführen, auf der anderen Seite, wenn es dann aber zu einem Angriff gekommen ist, wir eine Segmentierung derartig realisieren können, dass wir mit dem Angriff im Segment verbleiben und nicht über die Segmente hinwegspringen. Das wäre fatal. Und da gibt es Maßnahmen und das kann man realisieren. Also mit einem Wort, Skalierung von IT-Security-Lösungen weltweit ist eines unserer ganz großen Themen. Im OT-Umfeld gibt es noch erheblichen Bedarf, die IT-Security zu verbessern. Wir brauchen dort entsprechende Feldorganisationen. Das heißt, wir brauchen das IT-Sicherheitswissen in jedem Werk. Dementsprechend haben wir beispielsweise auch bei Bosch in jedem Werk einen sogenannten Local ITM, der für die IT-Security in jedem Werk dann verantwortlich ist. Und es müssen nicht immer IT-Lösungen sein, die, wie gesagt, dort sehr, sehr modern, sehr advanced sind. Man kann über Segmentierung, über das Training der Mitarbeiter, über einfache Virenscanner sehr viel schon abfangen. Wobei es natürlich auch so ist, dass am Ende des Tages wir auch immer uns anschauen müssen, dass wir moderne Virenscanner, das heißt Updates von Virenscannern drauf haben und dass wir die Systeme so gepatcht haben, dass wir sie denn erfassen. Und auch das ist durchaus ein Thema, das wir heute an der einen oder anderen Stelle als Schwachstelle sehen, wo wir noch ungepatchte Systeme haben, die dann keiner eigentlichen Überwachung unterliegen und wo dann durchaus Angriffe möglich werden. Herr Wiedmer, da noch kurz drauf aufbauend. Wie sehen Sie sozusagen zwischen Technik und Organisation? Also gerade jetzt vielleicht aus der Bosch-Sicht, aber Sie haben ja auch durchaus ein Lieferantennetzwerk in den ganzen Werken. Wo glauben Sie da, dass der Fokus ist, wenn man sich heute die Schwachstellen gerade im OT-IoT-Bereich anschaut? IT-Security in Summe aus meiner Sicht kann man nur ganzheitlich erzeugen. Das heißt, ich muss von den Menschen ausgehend über meine Prozessarchitektur, über die Datenarchitektur, die Applikationsarchitektur, also im Grunde genommen gemäß TOGAF-Ansatz, die ganzheitliche Betrachtung des IT- und organisatorischen Ökosystems betrachten.
wir müssen risikobasiert handeln. Nur wenn man all diese Themen risikobasiert betrachtet, dann wird man ein IT-Security-System schaffen, das dann auch zu der einzelnen Unternehmung passt. Gibt es da auch vielleicht in Ihrer Sichtweise spannende Entwicklung, gerade im OT-IoT-Bereich, die zum einen Chancen bieten, aber auch für Cybersecurity Chancen bieten, das sozusagen übereinander zu legen? Selbstverständlich. Wir haben gerade im Bereich beispielsweise Remote Shop Access ein eigenes System im Ansatz, das auch beispielsweise von Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr geschätzt wird, nachgefragt wird. Wir bringen unsere Zulieferer auch genau auf dieses System. Wichtig ist mir dabei aber auch noch zu sagen, dass wir das immer mit entsprechenden Partnern zusammen machen und dass wir hier übergreifende Vorgaben uns geben und mit der Industrie, also mit dem gesamten OT-Umfeld, eng zusammenarbeiten mit entsprechenden Normungsstellen, aber eben auch mit den Partnern der Industrie, weil wir können und wollen nicht alles selber entwickeln. Wir wollen nicht alles 2, 3, 4 oder 5 Mal entwickeln, sondern wollen davon natürlich auch nutzen, dass an bestimmten Stellen unsere Partnerunternehmungen in Feldern tätig sind, wo wir dann wieder auf den Zug aufspringen können und davon unseren Nutzen haben, so wie Partnerunternehmen auch von uns ihren Nutzen haben, wenn sie sich auf das verlassen können, was wir schon mal erdacht haben. Nicht jeder Fehler muss dutzende Male wiederholt werden. Ein ganz wesentliches, einfaches Beispiel für mich das Thema Segmentierung, Mikrosegmentierung von IT-Systemen, mit denen es relativ einfach möglich ist, auch nicht immer mit großem finanziellen Aufwand, die Systeme voneinander zu trennen. Da brauche ich kein hochgerüstetes IT-Security-System, sondern dort kann jeder durch die entsprechende Segmentierung in seinen Werken dazu beitragen, dass sich die IT-Sicherheit deutlich erhöht, einfach dadurch, dass, wenn es dann doch zu einem Ausbruch kommt, dieser Ausbruch dann im Segment verbleibt und er nicht über das nächste Segment hinwegspringt. Und das ist schon ein unschätzbarer Vorteil und das ist auch ein Ratschlag, den ich jedem unserer Partnerunternehmungen nur immer gebe, dass man hier mit, ich sag mal, recht einfachen Methoden auch einen großen Nutzen und ein großes Maß an Sicherheit realisieren kann. Und vielleicht noch ein kurzer Ausblick in Richtung Markt. Also auch Herr Wiedmer hier, Sie haben ja, wie gesagt, mit vielen Lieferanten da zu tun. Ich meine, die Großen waren schon immer im Fokus, aber wie hören Sie sich gerade in der Branche um? Also was passiert da gerade? Was ist da gerade, also jetzt mal von MS Exchange vielleicht abgesehen, was natürlich gerade hoch und runter geht, aber was sind andere Themen, die gerade bei vielleicht auch kleineren Maschinenlieferanten irgendwie im Fokus stehen? Gemeinschaftlich mit Unternehmungen, aber auch mit entsprechenden Normungsstellen zusammenarbeiten, in die Gremienarbeit dort auch gemeinschaftlich gehen oder so etwas, was Sie gerade machen mit entsprechenden Plattformen, wo das Wissen dann gesammelt wird an einer zentralen Stelle und man dann auf Basis dieses gesammelten Wissens sich einfacher und schneller weiterentwickeln kann. Ich würde gerne noch auf einen aus meiner Sicht wesentlichen Punkt hinweisen. Es ist ja nicht nur so, dass die, ich sag mal, Anzahl der Cyberattacken gerade im OT-Bereich auch zunehmen. Wir schreiten ja auch mit großen Schritten im Gesamtsystem der Vernetzung weiter voran. Und über diesen Vernetzungsansatz, sage ich mal, ergeben sich Risiken und Chancen. Risiken in der Art, dass wir über stärkere Vernetzung natürlich dann auch entsprechende Wege aufmachen, dass wenn im Falle eines erfolgreichen Angriffs über die Vernetzung neue Wege geöffnet werden, wir entsprechende Maßnahmen ergreifen müssen, um die Sicherheit dort trotzdem zu gewährleisten. Über die Vernetzung und über Plattformarchitekturen gibt es aber auch erhebliche Chancen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise mal in die Bosch
Heterogenität unserer Werke schaue, dann habe ich heute noch ein relativ heterogenes Umfeld, selbst in den MES-Systemen. Wenn wir, und da sind wir gerade dabei, über einen Plattformansatz diese Systemlandschaft deutlich zu harmonisieren, dann fällt es mir natürlich viel, viel leichter, in einem solchen harmonisierten System die entsprechende IT-Security zu realisieren. Und ich glaube, das müssen wir dringend tun, da wir ja in der Vernetzung voranschreiten wollen, da wir übergreifende Vernetzung machen wollen. Wir reden über Vernetzung ja nicht nur innerhalb von Bosch, sondern auch mit Partnern, mit Kunden letztendlich. Und all diese Daten wollen wir letztendlich, auf diese wollen wir zugreifen können, die wollen wir nutzen können. Und das können wir nur, wenn wir die entsprechende IT-Security an der Stelle auch realisieren können. Und dazu braucht es starke Standards. Wenn wir dort mit einer unübersichtlichen Zahl nachher von Systemen und Umgebungen handeln müssten, dann glaube ich, und davon bin ich felsenfest überzeugt, glaube ich, dass wir nicht mehr in der Lage wären, wirklich diese IT-Security wirklich zu gewährleisten. Deshalb ist die Reduzierung auf wesentliche Standards aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Genau, dann danke ich für das Gespräch. War ein sehr interessanter Austausch auch für uns und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag und bleiben Sie gesund.